Spürst du gerade in diesem Moment eine Verbindung zu deinem Körper, zu dir selbst? Ich habe das Gefühl, dass die meisten Menschen in einem Zustand der Entfremdung leben. Sie haben ihr inneres Zuhause verloren und suchen verzweifelt nach einem Gefühl der Geborgenheit und Zugehörigkeit. Doch das, wonach wir uns sehen, ist oft so nah und doch so fern. Denn dein Zuhause bist du selbst. Das sollte Grund genug sein, um dich selbst zu lieben und liebevoll mit deinem Körper umzugehen. Ich möchte dir heute zeigen, wie ich mich mit meinem Körper verbinde, um mich wieder selbstbewusster zu spüren. Hey meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Heute mit einem sehr, sehr wichtigen Thema, unseren Körper. Wie können wir noch besser auf unser Körper hören? Was für kleine Übungen können wir machen? Und wie können wir die Connection, die Verbindung wieder zu unserem Körper spüren? Bevor wir gleich richtig in die Tiefe gehen, eine kleine persönliche Geschichte von mir, um zu verdeutlichen und zu veranschaulichen, wie wichtig eigentlich es ist, wenn man auf seine Signale hört, die der Körper einsendet. Und es fällt mir nicht einfach, ehrlicherweise darüber zu sprechen, aber ich war jahrelange Shisha-Raucherin. Ich glaube, ich habe schon mit 14 oder 15 angefangen. Mir waren natürlich die Folgen bewusst und mir war auch klar, wie schädlich das eigentlich ist. Aber ich habe es trotzdem wirklich sehr, sehr gerne gemacht und deswegen habe ich nie so den Grund gefunden, damit aufzuhören, weil ich so dachte, es tut meiner Seele gut, ich kann irgendwie entspannen, es tut mir gut und es fühlt sich einfach, ich bin in meiner Komfortzone, es fühlt sich gut an. Als ich mich dann mehr mit Spiritualität befasst habe und auch mit Meditation, ist mir was sehr, sehr Krasses passiert. Ich war schon ein bisschen länger in der Meditation, also schon so ungefähr locker 10, 15 Minuten und dann aus dem Nichts habe ich den Hustenanfall meines Lebens bekommen. Ich habe kaum Luft bekommen, so schlimm war das. Und ich lag einfach nur. Ich habe mich nicht verschluckt oder ähnliches. Und dann nach 5, 6 Minuten, als es dann aufgehört hat, war es so wie so eine innere Stimme. Ich kann es euch noch nicht mal beschreiben, woher es kam. Es war einfach so ein, Fenja, wenn du jetzt nicht aufhörst, hast du ungefähr noch 5 Jahre. Und natürlich habe ich das ernst genommen und habe so gesagt, okay, das war irgendwie jetzt so ein klares Signal, Fenja, ich glaube, du solltest wirklich mal ein bisschen auf deinen Körper achten und habe dann aufgehört. Aber wie es auch immer so ist mit Sucht, man wird sehr leicht wieder dort hinein verleitet. Und so war es auch bei mir. Also ich glaube, nach 3 Wochen, ich fing wieder an, habe mich dabei auch schlecht gefühlt, aber dachte dann so, okay, es ist irgendwie mein Schicksal. Es ist mein Schicksal, Raucherin zu sein. Obwohl das so Quatsch ist, aber das dachte ich in dem Sinne. Und irgendwann nach 2 Wochen habe ich an meiner rechten Schulter einen Huckel entdeckt. Ich bin zum Orthopäden gegangen und habe mir dabei nichts gedacht. Habe so gesagt, hey, ich habe hier einen Huckel, habe das dann so weggemacht. Und er meinte dann so, Fenja, ich glaube, das ist ein Tumor. Ich so, was? Also ja, lass mich mal schauen. Und dann hat er das betastet. Hat so gesagt, okay, das fühlt sich an wie so ein gutartiger Tumor. Lass das aber unbedingt nochmal beim MRT ist es, glaube ich, ne? MRT abchecken. Und es ist irgendwie komisch, dass es wirklich 2 Wochen danach, wo ich meine Signale des Körpers ignoriert habe und wieder angefangen habe, dass dann da an meinem Hals sogar noch so ein Huckel kommt. Ich bin dann zum MRT und long story short, es war ein gutartiger Tumor. Er wurde dann rausoperiert und es ist alles gut gegangen. Dann habe ich auch eine sehr, sehr lange Zeit aufgehört. Also weil ich so wusste, okay, das ist einfach ein klares Zeichen von meinem Körper gewesen. So fängt ja bis hier und nicht weiter. Und mir ist klar, dass es vielleicht beim nächsten Mal vielleicht doch ein bösartiger Tumor sein könnte oder nicht oder noch etwas viel, viel Schlimmeres. Obwohl ich einen gutartigen Tumor hatte und obwohl mir bewusst gewesen ist, was ich meinem Körper antue, habe ich doch wieder angefangen. Ist das nicht krass? Ist das nicht bekloppt, was man irgendwie
mit seinem Körper antut, also allgemein seinen Körper antut, ist es nicht eigentlich das Mindeste ist, dass man seinen Körper liebevoll behandelt? Und als ich mich gestern so intuitiv auf dieses Video hier vorbereitet habe und dann so gedacht habe, ja mein Gott, wie kannst du wirklich nur das wieder machen? Und vielleicht ist es auch für dich ein kleiner Reminder, mit irgendwas schlechten Angewohnheiten oder Dinge, die deinem Körper einfach nicht gut tun, aufzuhören. Ja. Allgemein, wie man mit sich selbst redet, hat auch so einen krassen Einfluss auf uns und unseren Körper. Ich habe das Gefühl, der Körper speichert einfach nur die Worte, die wir sagen. Wenn wir ständig zu uns sagen, wenn wir uns im Spiegel angucken, ich hasse dich, ich finde dich überhaupt nicht schön, warum kannst du dies nicht, du bist eh nicht gut genug und so weiter. Wie kannst du denn ein liebevolles Miteinander mit dir, mit deinem Körper haben, wenn du die ganze Zeit nur so unfassbar schlecht über dich redest? Denn wie wir wissen, ich verlinke gerne mal das Video hier oben. Ich habe schon mal einen Kurzfilm darüber gedreht. Wir sind nicht nur unser Körper. Wir haben einen Körper bekommen, der uns jeden Tag so wunderschöne Dienste leistet, würde ich jetzt mal sagen. Es ist nämlich echt so, ich sehe mittlerweile meinen Körper nicht mehr an als etwas, das ich bin, sondern das mir geschenkt wurde, damit ich etwas machen kann. Wir sind nicht nur unser Geist, wir haben die Macht, das zu denken, was wir wollen, was wir möchten. Und wir sind nicht unsere Seele, sonst wären wir hier nicht auf Erden, wenn wir nur Seele wären. Denn wir sind 3 in einem, wir sind Körper, Geist und Seele. Und wenn die 3 Dinge miteinander gehen, dann fühlen wir uns ausgeglichen. Heute konzentrieren wir uns aber auf den Körper und ich zeige euch 6, 7, ich weiß es gar nicht, Übungen, die du machen kannst, damit du wieder dich stärker mit deinem Körper connected fühlst. Die erste Übung ist der Bodyscan. Der Bodyscan ist eine geführte Meditation, die eine Reise durch deinen Körper macht. Du schließt die Augen, stellst dir jedes Körperteil oder gehst einmal von Kopf bis Fuß einmal durch deinen Körper. Das ist eine super, super schöne Methode, um einmal jedes Körperteil dir wieder bewusst zu werden. Denn ich habe manchmal das Gefühl, dass auch wenn ich mich dehne oder so, dass ich das Gefühl habe, wow, das habe ich irgendwie voll lange nicht mehr bewusst bewegt. Eines meiner Lieblingsübungen, und zwar, ich mache es gerade schon, die Hand aufs Herz legen, um wieder die Verbindung zu dir selbst zu suchen. Das ist so unglaublich schön. Mach das jetzt einmal und du wirst merken, wie kraftvoll das eigentlich ist, wenn du einmal kurz dich mit deinem Herz verbindest. Du kannst es natürlich auf dein anatomisches Herz legen oder hier auf dein Herzchakra. Und das mache ich immer zwischendurch, immer wenn ich das Gefühl habe, boah, irgendwie fühle ich mich gerade, ich habe so in mir eine Blockade, lege ich einmal kurz meine Hand aufs Herz und spüre einmal ganz kurz hinein, was eigentlich los ist und spüre mich mal kurz wieder selbst. Die dritte Übung habe ich damals aus der Therapie, als ich Bulimie hatte, Magersucht, Bulimie, und die Übung hat meine Therapeutin mir ans Herz gelegt. Und zwar meinte sie so, Fenja, einmal in der Woche möchte ich, dass du dich bewusst eincremst, dass du dich vor deinem Spiegel stellst oder sitzt und dann dir schöne Creme holst, nackt vorm Spiegel sitzt und dich einmal bewusst eincremst. Ich mache das jetzt, glaube ich, so gefühlt seit 10 Jahren, so richtig, und es hat echt was bewirkt. 4. Sinneswahrnehmung. Diese Übung habe ich letztens beim Tantra-Yoga-Seminar gelernt. Bewusst zu essen, bewusst zu trinken, bewusst zu riechen. Das heißt, deine Sinne mal wieder vollkommen auszunutzen, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn ihr das macht, ihr werdet so überrascht sein, wie anders Dinge schmecken, wenn man das mal bewusst tut. 5. Spiegelarbeit und Affirmation. Ich habe ja sowieso an meiner Yoga-Ecke so einen ganz, ganz großen Spiegel und ganz zum Schluss sage ich mir dann noch in dem Spiegel Affirmationen, die mir gut tun, die ich gerade brauche, die mich bei meiner Entwicklung unterstützen. Und allgemein Affirmation und Spiegelbildarbeit, mit deinem Spiegelbild, mit deinem Ich, dich auseinanderzusetzen, mit dir selbst zu sprechen, mit dir liebevoll selbst zu sprechen, ist eine ganz tolle Möglichkeit. 6. Punkt, allgemein Sport und Bewegung. Das tut dem Körper gut. Das liebt er. Er liebt es, sich zu bewegen. Er liebt es, sich auszupowern. Ich bin nicht wirklich tanzbegabt.
oder ich habe da nicht so eine wirkliche Passion für Tanzen, aber ich liebe es, intuitiv zu tanzen. Morgens einfach mal die Musik aufzudrehen und einfach mal ein bisschen zu shaken und zu dancen. Ich liebe das über alles. Ich habe früher ganz, ganz viel Leistungsturnen gemacht und allgemein Gymnastik, mich zu dehnen. I love it. Aber auch bei den ganzen Dingen heißt es, die ich euch ans Herz lege, bitte fühlt rein. Wenn ihr etwas ausprobiert, schaut nochmal. Fühlt es sich gerade wirklich gut an? Fühlt es sich wirklich so an, dass es sich stimmig anfühlt? Und wenn nicht, dann ist es nichts für euch und es ist auch wundervoll, weil dann hast du wieder was Neues über dich selbst gelernt und hast gemerkt, okay, das und das ist nichts für mich oder diese Übung oder was weiß ich, gefällt mir nicht so gut. Habt ihr allgemeine Übung, die ihr macht, um wieder stärker die Verbindung zu eurem Körper zu spüren? Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare, weil ich kenne auch nicht alle und das ist jetzt auch nur so aus meinem Erfahrungsschatz und lasst uns doch ein bisschen in den Austausch gehen und uns gegenseitig ein wenig inspirieren. Als letzten Punkt und mein wichtigster Punkt, ich liebe es, es begleitet mich mein ganzes Leben lang, ich habe es eben gerade schon erwähnt, den Gymnastik, Stretching. Ich dachte jetzt allgemein zum Abschluss zeige ich euch noch meine Lieblings-Stretching-Routine, die ich meistens immer morgens mache und ich freue mich unglaublich, wenn du jetzt mitmachst. Und dann würde ich sagen, ich wünsche uns jetzt zusammen ganz, ganz viel Spaß mit den Übungen. Let's get started! Saw you paint a picture of a face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. Had this conversation more than 10 times. After 9, I still wish you were mine. Haven't ate in 7 days, 'cause I've been up till 6 a.m. Wrote 5 songs all just for you. 3 of them I can't bear listening to. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same.
train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Run away from home, why don't you? 'Cause I did the same just for you. You don't know how much I love you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. I don't wanna stay with you just to have to leave. If it isn't meant to be, you'll still be here eternally. I don't wanna say goodbye, I just arrived. Ich hoffe so, so sehr, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr, sehr doll freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Und wenn du noch nicht Abonnent oder Abonnentin dieses Kanals bist, dies jetzt auch sehr, sehr gerne zu tun. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis nächste Woche. Bis auf bald. Mua. Fenja.